Nach Kiew zu Ibrahim Naber. Ibrahim, lass uns mal sprechen über diesen Vormarsch ukrainischen Militärs auf Russland. Welche Entwicklungen gibt es da aktuell? Ja, ich glaube, man kann sagen, dass der ukrainischen Armee gelungen ist, was in diesem Krieg sehr selten geworden ist, einen echten Moment der Überraschung zu schaffen. Die Russen wirkten in den vergangenen zwei Tagen total überrumpelt. Die Aufklärung hat da wiederholt versagt. Und die ukrainische Armee konnte etwa 10 Kilometer tief in das Gebiet bei Kursk eindringen. Besonders macht diesen Vorstoß auch, dass die Ukraine hier wirklich mit mechanisierten Brigaden vorstößt. Und auch das ist neu. Es gab ja zuvor immer mal wieder kleinere Vorstöße auf russisches Gebiet durch Bodentruppen der Ukraine. Aber das waren dann meistens Russen, die auf der Seite der Ukrainer kämpfen. Dieses Mal sind auch reguläre Teile der ukrainischen Armee daran beteiligt. Und man hat auch deutlich mehr Kräfte zur Verfügung gestellt. Das war länger geplant. Und die große Frage ist jetzt natürlich, können sie das Gebiet wirklich halten? Denn Russland schickt schon Verstärkung. Russland hat auch massiv Gleitbomben gestern Abend schon abgeworfen, auch auf die ukrainischen Orte, zum Beispiel Sumy direkt hinter der Grenze. Und dann versucht er eben aus russischer Sicht mit allen Mitteln, diesen Vorstoß jetzt zu stoppen. Ibrahim, wenn wir auf diesen Vormarsch schauen, dann haben wir gerade beispielsweise Drohnenaufnahmen ja schon gesehen, aber ein richtig offizielles Statement, das gibt es noch nicht. Warum? Ja, da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Die ukrainischen Offiziellen halten sich bislang sehr bedeckt. Es gibt kein Statement, auch Präsident Zelensky hat sich in seiner Ansprache gestern Abend nicht explizit zu diesem Vorstoß geäußert. Ich treffe heute Abend den Berater von Zelensky hier in Kiew und den werde ich natürlich darauf ansprechen. Die große Frage ist, welches Ziel verfolgt man mit diesem Vorstoß? Ein PR-Erfolg ist das Ganze schon jetzt. Man hat die Russen da überrumpelt. Aber nur wenn man diese Gebiete sichern kann, wenn man wirklich Gebiet halten kann, dann ist das auch ein nachhaltiger Erfolg. Und ein weiterer Gedanke: Die Situation ist aktuell für die ukrainischen Truppen in der Ostukraine sehr, sehr kritisch. Und wir berichten ja auch schon seit vielen Monaten darüber. Dort ist man eben immer wieder in der Defensive. Man hat zu wenig Personal, zu wenig Kräfte und die Russen rücken da langsam vor. Und natürlich birgt dieser Vorstoß jetzt das politische Risiko, dass man am Ende dem Vorwurf ausgesetzt ist. Man unterstützt die eigenen Truppen in der Ostukraine nicht und bricht stattdessen in Russland ein. Also das muss klappen, das muss funktionieren. Da ist man wirklich ein hohes Risiko eingegangen, auch aus ukrainischer Sicht. Ibrahim Naber, recht vielen Dank.